Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich habe euch ja gesagt, ich kann nicht jeden Kommentar beantworten. Es sind in der Woche ja jetzt schon 2.000 bis 3.000, sondern ich lese jeden Kommentar. Und viele haben mir geschrieben, oder einige haben mir geschrieben, die Videos sind nichts wert, wenn man die Quellen nicht weiß. Jetzt ist es natürlich so, ich kann nicht zu jedem Satz, den ich sage, dann plötzlich anmerken, Moment, jetzt kommt die Endnote, die und die Quelle. Das werde ich auch nicht machen. Das ist ja nicht machbar. Die Quellen sind alle in meinen Büchern, Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1 bis Band 6, sind hier angegeben. Zum Schluss. Also, jeder Band hat zwischen 1500 und 2500 Quellen und die werde ich in den Videos nicht nennen können. Viele haben mir auch geschrieben in den Kommentaren, dass sie sich mehr zeitgeschichtliche Themen wünschen. Dem werde ich in Zukunft auch nachkommen. Heute zu dem Thema: Wurde Adolf Hitler von einem der reichsten Männer der Welt finanziert? Der Niederländer Henry Detterding, der Generaldirektor des Royal Shell Konzerns, war ein großer Bewunderer und Förderer aller Bollwerke gegen den Bolschewismus, insbesondere des Regimes Adolf Hitlers. Alfred Rosenberg, der Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP und im außenpolitischen Amt der NSDAP tätig, traf Sir Henry Detterding in den Jahren 1931 und 1933. Bei seiner letzten Reise verbrachte Rosenberg sogar ein Wochenende in Detterdings prunkvollem Landhaus in Beckhurst Park in Ascot, kaum mehr als 1 Kilometer von Schloss Windsor entfernt. Die britischen Zeitungen spekulierten über diesen außergewöhnlichen Besuch. Als Beispiel nenne ich die Reynolds Illustrated News. Ich zitiere: Angesichts der gegenwärtigen Lage in Europa ist dieses vertrauliche Gespräch zwischen Hitlers außenpolitischem Berater und der Schlüsselfigur in der europäischen Erdölpolitik von höchstem Interesse. Es bestätigt den in gut informierten politischen Kreisen verbreiteten Eindruck, dass die großen Erdölfirmen in engem Kontakt zur Nazi-Partei in Deutschland stehen. Zitat Ende. Henry Detterding war damals nicht irgendwer. Er war einer der reichsten Männer der Welt und war im Jahr 1920 zum Ritter des britischen Empire geschlagen worden, deshalb auch das Sir. 1913 kontrollierte er die Erdölproduktionen von Russland, Rumänien, Kalifornien, Trinidad, Niederländisch-Indien und Mexiko. Er gewann außerdem Öl in Persien und Mesopotamien. Als die Sowjets nach der Revolution Teile seiner Erdölerzeugung verstaatlichten, erklärte er dem Bolschewismus den Krieg. Sein Ziel war es, diesen zu vernichten. Als unermüdlicher Feind des sowjetischen Regimes ließ er jedem, der die kommunistischen Hersteller stürzen wollten, seine finanzielle Unterstützung zukommen. Man beschuldigte ihn sogar, bewaffnete Aufstände in der Sowjetunion gefördert zu haben. Da die Nationalsozialisten den Kommunismus ebenso bekämpften, konnte einer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege stehen, auch finanziell. Der reichste Mann der Welt, der Adolf Hitler finanzierte, das darf es natürlich in der politisch korrekten Mainstream-Lückengeschichtsschreibung nicht geben. Und doch lassen folgende Begebenheiten, die ich recherchiert habe, diese Schlussfolgerung zu. Erstens: Johannes Stehl, ein ehemaliger Agent des deutschen Wirtschaftsnachrichtendienstes, sagte vor einer Londoner Untersuchungskommission zum Reichstagsbrand aus, Detterding gebe den Nationalsozialisten Geld. Zweitens: In der holländischen Presse war zu lesen, dass Detterding Hitler durch den Verbindungsmann Georg Bell etwa 4 Millionen Gulden geschickt habe. Drittens:
Im Jahr 1931 wurde berichtet, dass Detterding den Nationalsozialisten einen Kredit in Höhe von 30 Millionen Pfund für das Versprechen eines Erdölmonopols gewährte. Viertens. Der ehemalige Auslandskorrespondent Louis Lochner, eine Autorität auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Hitler und der Wirtschaft, erwähnte eine angebliche Spende in Höhe von 10 Millionen Mark von Detterding an die Nationalsozialisten. Fünftens. Der Manchester Guardian schrieb am 29. Dezember 1936, dass Sir Henry Detterding 1 Million Pfund, 10 Millionen Gulden, für den Kauf von Nahrungsmitteln in Holland für Deutschland bereitstellte. Die Meldung sei auch im NS-Blatt der Angriff erschienen. Siebtens. Detterding schaltete große und auffallende Anzeigen seines Unternehmens in der NS-Parteizeitung Völkischer Beobachter. Detterding gab großzügige Spenden für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes und der NS-Wohlfahrt und letztlich Detterding bekundete die Absicht, einen Teil seines Gutbesitzes den Nationalsozialisten zu stiften, um Modellhöfe für Heimstättenbesitzer zu schaffen. Politisch korrekte Historiker verweisen darauf, dass Detterding Gerüchte, er habe Hitler finanziert, dementiert habe. Doch wahr ist Folgendes. Nach seiner Scheidung im Jahr 1936 heiratete Detterding eine Deutsche und lebte mit ihr eine Zeit lang in Berlin am Wannsee. Dann zogen sie auf seinen Landsitz in Mecklenburg. Nach einem von Rosenberg verfassten Bericht war Detterdings deutscher Besitz vermutlich steuerfrei, denn es hieß dort, das Missverständnis über die steuerliche Lage von Detterdings deutschem Besitz sei geklärt, was eine engere Verbindung zwischen den Nationalsozialisten und dem Detterding-Kreis zur Folge gehabt habe. Diese Verbindung hätte eine Veränderung des Arrangements zwischen dem Deutschen Reich und der Dutch Shell Company verhindert, das einige beträchtliche Kommissionszahlungen eingeschlossen habe. Da in den Wirren des Krieges und danach Millionen von Dokumenten vernichtet oder von den Alliierten beschlagnahmt und bis heute gesperrt worden sind, ist dieses Papier bis heute nicht auffindbar, sondern nur die Erwähnung von Alfred Rosenberg und man kann davon ausgehen, dass er nicht gelogen hat. Da so viele Quellen darin übereinstimmen, kann wenig Zweifel daran bestehen, dass Sir Henry Detterding die NSDAP, also auch Hitler, finanziell unterstützte, egal auf welchen Wegen. Ob nun aufgrund von Anzeigenschaltungen, Spenden für NS-Wohlfahrtsverbände oder direkte Zahlungen, unsicher bleibt nur die Höhe des Betrages. Natürlich sehen politisch korrekte Historiker dies als Mutmaßungen an, doch alle Indizien sprechen dafür, dass der damals reichste Mann der Welt Adolf Hitler finanziert hat. Zur Finanzierung von Adolf Hitler, auch ob er von der Wall Street finanziert wurde, mache ich in den nächsten Wochen ein längeres Interview mit Neuroflix und ich werde dieses Interview dann auch hier einstellen. Viel ausführlicher natürlich als in einem Interview habe ich die ganze Finanzierung, die inländische Finanzierung, die ausländische Finanzierung, die Geldgeber für Hitlers Feldzüge, die amerikanischen, britischen und so weiter, die deutschen Adligen, die Hitler unterstützt haben, alle mit Namen genannt und habe eine Liste erstellt von allen Menschen und Unternehmen, die Hitler finanziert haben. So etwas gibt es bisher noch nicht, eine Gesamtzusammenfassung aller Namen, die Hitler finanziert haben. Diese Liste ist in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur, Band 1 zu erhalten. Ich werde das wieder verlinken. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de abonnieren. Dort gibt es auch Artikel, die aktueller sind, aber ihr wünscht euch ja mehr zeitgeschichtliche Themen. Also wenn ihr aktuellere Themen haben wollt, den Newsletter bestellen. Wenn ihr mehr Zeitgeschichte haben wollt, dann
folgt mir auf dem Kanal. In den nächsten Wochen werden mehr zeitgeschichtliche Themen kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.